Herzlich willkommen. Es ist wunderschön. Da steht die Peaks, die wir gemacht haben im letzten Video. Und heute zeigen wir euch die Feinabstimmung und das nachher. Wie viel Leistung haben wir jetzt rausgeholt? Geile Scheiße, leck! Krass, hä? Das ist auch ein Mischpult. Ja, genau. Regler von zwischen Fett und Mager einstellen. Das ist geil. Die Vergaser ist ja schon noch eine andere Geschichte als beim Töffel. Also die sind viel komplexer. Und ich glaube, du hast da auch jahrelang ein bisschen ausgebissen, bis du auf dem Stand bist, wo du heute bist, oder? Ist das richtig? Ja, das ist so. Ja. Am Anfang habe ich da extrem im Trüben gefischt. Ja. Die meisten Bücher beschreiben eben nur den klassischen Vergaser mit Nadeldüsen und Schieber. Ja. Und dann irgendwann mal sind halt auch Kunden gekommen und gesagt haben, machen wir einen Large Frame. Und das ist halt der ominöse SI-Vergaser, der eben keine Nadeldüse hat und ganz einen komischen Schieber. Das in ein paar Stunden bin ich da einfach mit dieser Lambda-Sonde um die Werkstatt gefahren und habe versucht herauszufinden, wenn der Düsenwechsel ist, was genau passiert. Also Abstimmung auch beim Töffli, natürlich bei der Vespa, es ist einfach extrem wichtig. Also für die Langlebigkeit des Motors, für das Fahrverhalten, für den Fahrspass. Etwas unheimlich Wichtiges. Wenn wir beim Töffli, ich sage mal, bis zu 2 Stunden haben, hast du da 4-5 Stunden, bist du schnell einmal dran. Ja, eben, wenn es neue Setups sind, die man noch nie gemacht hat. Oder? Jetzt da der VMC 177 mit dem Polini-Auspuff, mit dem kleinen 20er-Vergaser, habe ich jetzt natürlich meine Tabellen, meine Ordner voller Abstimmungen. Ja. Und basierend auf dem habe ich jetzt da relativ wenig Zeit gebraucht. Ja. Ich sage immer so, 80-90% ist gut. Und dann bleibt es für den Kunden zahlbar. Wenn jetzt einer Rennen fährt oder ein absoluter Pendant ist, dann kannst du aber locker noch einen Nachmittag verbraten. Ja. Dann gehst du auf die Fräsmaschine und fängst an, selber Taschen fräsen. Das habe ich auch schon gemacht. Und auch hier Düsen, oder? Das habe ich auch schon gemacht. Dann fängst du an, die Löcher grösser zu machen. Ja, wirklich? Ja, machst du wirklich selber. Aufreiben? Ja, kannst du bohren. Das ist Messing, gibt ja keine böse Späne. Wir sind hier am Hauptdüsenstock. Letzte Einstellungen oder zweitletzte Mal schauen. Jetzt tun wir ihn rein und dann gehen wir auf den Prüfstand. Dann lesen wir mal den Lambda-Wert ab. Wir zeigen natürlich jetzt einfach den Finish quasi, weil wenn wir natürlich die ganze Abstimmung würden, euch zeigen, das geht viel zu lang. Und das ist auch nicht spannend. Das sind 20 Mal die gleichen Bewegungen. Jetzt kommt der spannende Teil. Bis 1/3 war gut. Ja. Und dann hast du gesehen, ist es so 11,5. Ja. Und 11,5 bis 12 ist gerade so, dann läuft er noch. Ja. Wenn du viele Prüfstandsläufe gemacht hast, hörst du es auch. Ja, das glaube ich. Er tönt wirklich träge, so müde. Ja. So, du merkst, er will, aber er kann nicht, weil er versucht. Ja. Und das ist so 11,5. Was ist das Ziel, was ist perfekt? Je weniger Gas das du gibst, umso magerer kannst du abstimmen. Ja. Also Standgas stelle ich auf 13,8 ein. Okay, krass. Ja, also zwischen 13,5 und 14, aber okay. 13,8 ist so der richtige Wert. Ja. Also 14,8 ist Lambda 1. Ja. Dort hat genau jedes Kohlenstoffatom hat ein Sauerstoffatom. Okay. Dann, oder wenn du dann noch magerer gehst, dann gibt es CO, dann verstickst du. 13,8 ist so das magerste. Was man einstellen kann. Und das kannst du eben bei ganz wenig Gas kann man das fahren. Und dann, eigentlich, je mehr Gas das man gibt, umso fetter muss es werden. Und ich stelle meine persönlichen Vergaser Vollgas 12,5. Okay. Aber ich merke auch, jetzt kommt der Klemmer. Ja. Der Kunde...
Dann gehst du ab dem Gas, ziehst die Kupplung, kannst reagieren, oder? Irgendwann kommt dann noch so ein Klingeln, ein Geräusch dazu und dann ist es wirklich, eben, es schellt, dann muss man hören. Ja. Kunden stelle ich auf 12. Ah, okay, ja, auf der sicheren Seite. Einfach genau, dann läuft er genau noch, er ist noch nicht zu fett, er stoppt noch nicht, aber er ist das Maximum an Fett, was geht. Ja. Einfach, und vollgastauglich. Das ist dann wirklich für mich vollgastauglich. Und es spielt dann keine Rolle, geht er auf Italien runter ans Meer, Meeresniveau, wo ja mehr Sauerstoff in der Luft ist, dann funktioniert es immer noch. Und man kann aber auch in der Schweiz Pässe fahren. Es funktioniert genau noch. Wenn man jetzt noch fetter geht, dann ist genau, wenn man Pässe fahren ist irgendwann mal fertig. Oder? Die drittletzte Kurve, bevor man da oben wäre, hustet er nur noch. Aber meine Erfahrung ist wirklich, wenn ich da Zürich 500 Meter über Meer so einstelle, dann funktioniert das. Spannend, ja. Das ist ein riesen Thema. Genau. Und jetzt haben wir eben gesehen, im mittleren Bereich, Vollgasbereich ist zu fett. Jetzt tun wir da entsprechend die Luftkorrektur raus, gibt jetzt eben zu wenig Luft. Ja. Dann bekommt er zu viel Most. Jetzt tun wir da noch ein bisschen abmagern. Dann schauen wir. Das klingt alles mega einfach und logisch, wenn du das erzählst. Aber ich glaube, wenn man das selber probiert, dann beißt man sich zu aus. Dann beißt man sich zu aus. Und all die da mit Popometer abstimmen, also allerhöchsten Respekt. Ja. Ich kenne ein paar Leute, die können das wirklich, die fahren Rennen, die Motoren gehen nicht kaputt. Ja. Die haben das im Gespür. Ja, voll. Die merken genau beim Gas, oh ja, jetzt da spricht er nicht sauber an, da ist jetzt Magen, da ist jetzt Fett, genial. Aber um das den Leuten zu verkaufen, hast du gesehen. Absolut. Laufen lassen, ablesen, okay, Düsen wechseln, weitermachen. Das ist einfach für mich sehr effizient. Ja, voll. Ja, das ist jetzt 140 Luftkorrekturdüsen. Dann tun wir die wieder ins richtige Fächli. Das ist jetzt 160. Ah, da gehst du gerade, also das ist jetzt auch wieder eine Erfahrung natürlich. Jetzt ist ja ein Rechtsschritt, 140. Ja, 11 ist mega fett. Dann gehe ich gerade 2 Nummern runter. Ja. Wir messen immer mit dem Luftfilter. Messen. Das macht einen Unterschied. Und die allerletzte Messung tun wir dann auch noch den Luftfilterdeckel drauf. Dann kann man entsprechend nochmal magerer werden, weil er zu wenig Luft bekommt durch den Aufbau. Und dann ist eben auch wirklich am hintersten und am letzten sollte dann klar werden, darfst dann eben das eigentlich nicht auseinandernehmen und das Gefühl haben, kannst ohne Luftfilter fahren. Genau. Es läuft gut, aber nicht lang. Ja, genau. Ja. Das ist allgemein im Zweitakt natürlich, das sehen wir unheimlich viel. Dann stimmen wir das ab, auch eben bei den Töffli, wir stimmen das ab und machen und nachher gehen sie heim und ändern den Auspuff. Wir sagen immer, hey, lass das so sein, weil wenn du den Auspuff wechselst, dann musst du das ganze Spiel wieder machen, oder? Auf einen Tunten für die MFK den Originalauspuff drauf machen, kein Problem. Ja, genau. Umgekehrt, nein. Ja. Dann dreht er eben höher raus und dann ist einfach mit der Hauptdüse ziemlich sicher etwas nicht mehr gut. Wenn kurz aufreißt, ist überfettet er und dann pendelt er sich ein und wir sind jetzt alles unter 12. Ja. Und immer fetter, je mehr dass ich Gas gebe. Und bei Vollgas hat er genauso 11,9, 12,1, 12,2. Genau. Ja. Und jetzt kannst du einfach die Hauptdüse eine Nummer runter. Ja. Und dann brauchst du weniger Most bei Vollgas. Und wir haben eine Kurve. Es ist eine Kurve, nicht so ein... Oh, das ist geile Scheiße. Leck. Krass, hä? Das ist die Altmessung. Ja. Das ist jetzt eine Kurve. Shit, ja. Geil, ey. 12, 13 PS. Zack, 13. Geil. Geil. Stecktuning 13 PS. Von 5,5. 2,5-fache Leistung.
Ja, ist abartig. Du Lausbub. Es ist wirklich einfach immer, oder? Du hast irgendein Gerät, mir geht das schon das Leben lang so, ob Modellbau. Ich muss einfach alles frisieren, das ist so geil, oder? Du bist genau gleich. Du hast schon hunderte von diesen Vespas gemacht. Aber jedes Mal hast du einfach auch wieder eine Scheissfreude, oder? Natürlich. Ja, es ist einfach jedes Mal eine Bestätigung. Ja, voll. Es kann etwas schief gehen, du weißt es nicht. Ja. Aber wenn du dann dort auf der Anzeige das 13 siehst, denkst du, erfüllt. Ja. So habe ich es wollen. Und wie du sagst, mit Originalvergaser und Luftfilter und Deckel. Ja. Original Luftfilterbox. Ja. Also, da kann man ganz viel Geld ausgeben für irgendwelche komischen Teile. Ja. Das ist super so. Ehrlich. Ihr seht, jetzt bringen die Vespas vorbei. Da haben wir den absoluten Guru, das ist jetzt nebendran, hat alles so klar und einfach getönt, aber ich bin sicher, ich würde durchdrehen, ich würde fluchen und machen und tagelang irgendetwas probieren. Bringen das Zeug vorbei, das machen wir natürlich auch, einfach nur Abstimmungen und wie gesagt, es ist mega wichtig, dass das richtig abgestimmt ist, Motorleistung und natürlich auch die Motorlanglebigkeit. Ralf, mein Held, danke vielmals, hure geil, ich habe Scheissfreude. Cool. Wieder etwas mehr und ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt doch mal etwas rein. Und das war nicht das letzte Mal. Ja, ich denke es nicht. Nein. Wir machen weiter. Tschüss miteinander. Tschüss zusammen.